Dankeschön, Marlene, für deine Einladung. Und ich bin ganz gespannt, wo wir hingehen in dem Interview heute. Änderungen konkret im Alltag und woran können die Zuschauer erkennen, die Menschen erkennen, dass sie vielleicht bereits damit in Berührung sind? Ja, zuallererst braucht es Achtsamkeit. Achtsamkeit und das Wissen darüber, dass man nicht nur diese eine lineare Inkarnation ist. Wir müssen uns erinnern, dass wir unendlich sind und dass alle Leben stattfinden und gleichzeitig stattfinden. Während wir durch Zeit und Raum gehen, gehen wir mit unserem Übersetzer der Realität, unserem Verstand, von einem Momentum zum nächsten. Und unser Verstand ist dafür da, in Logik und Sinn alles zusammenzusetzen. Dadurch entsteht lineare Zeit. Geschichte, dass die Familie sie verlässt oder was auch immer, dann kann es sein, dass wir zu einer ähnlichen Zeit diese Angst von Verlieren empfinden oder das Gefühl haben, wir verlieren gerade etwas, aber können es nicht einsortieren. Das bedeutet, Achtsamkeit ist notwendig, um zu fühlen, was passiert gerade in mir und einfach auch zu wissen, das, was ich jetzt fühle, kann mit mir zu tun haben als das Individuum, was ich jetzt bin, kann aber auch damit zu tun haben, was in mir als die Seele passiert. Und so kann es sein, zum Beispiel, man schneidet sich in einer Inkarnation und man schneidet sich in dieser Inkarnation. Das Gefühl von Sehnsucht nach Hause in sich. Warum ist dieses Empfinden so verbreitet und wie können wir ihm begegnen? Das Gefühl von nach Hause kommen oder einfach in sich ankommen, dieses permanente Suchen des Menschen, liegt daran, dass der Zustand auf der Erde ein sehr außergewöhnlicher und nicht typischer Zustand ist, in der eine Seele inkarniert. Im Vergleich zu dem, was wir glauben, ist der Zustand, wie wir ihn auf der Erde erfahren, nur auf der Erde möglich, da die Erde künstlich in einem limitierten Bewusstseinszustand ist, der den Wall des Vergessens aufbaut. Das heißt, der Frequenzzustand und der Bewusstseinszustand, der daraus entsteht, ist auf der Erde ganz einzigartig und findet so nicht statt, weil er künstlich erzeugt wird. Und eine normale physische Inkarnation befindet sich in der normalen materiellen Welt oder auch 5D genannt. Ähm, Fühlen ist ein Schlüssel, unter anderem auch, um das eigene Seelenlicht zu erinnern. Wie können die Menschen wieder mehr ins Fühlen kommen, vor allem im Alltag? Achtsamkeit ist wieder ein weiterer Schlüssel. Achtsamkeit und besonders sich nicht ständig erzählen, dass sie sich nicht fühlen. Weil wenn ihr euch den Fuß irgendwo am Bettrand anstoßt, dann fühlt ihr sehr wohl. Und wenn ich mich nicht fühle, dann habe ich einfach einen Mangel an Achtsamkeit mir selbst und meiner eigenen Realität gegenüber. Und das ist auch so ganz verbreitet, dass die Leute sagen, ich fühle mich nicht, ich fühle nicht. Aber wütend können sie sein, traurig, triggert sind und manche auch gegen mich kämpfen, weil ich das ausspreche, wofür sich keiner traut, das auszusprechen. Und auf der anderen Seite supporte ich die Coaches, die Heiler, die Leute, die wirklich authentisch sind, die Dinge verkörpert haben und wirklich helfen. Und wenn das bedeutet, einfach auch mal was zu sagen, was nicht unbedingt im People-Pleasing ist, was nicht unbedingt so schön ist für das Gegenüber zu hören, aber dafür die Wahrheit ist. Und nur die Wahrheit ist das, was uns letzten Endes aufsteigen lässt und weiterbringen lässt. Wir können nicht in unserer Spiritualitätsblase aufsteigen. Und das ist das in den Leuten los gerade, in jedem. Und ganz viele, sag ich mal, Luftschlösser fallen gerade zusammen. Ja. Wie wichtig findest du in dem Zusammenhang Erdung? Erdung ist sehr, sehr wichtig, aber nicht so, wie es den Leuten, wie die Leute es glauben, dass sie es machen. Sie setzen sich hin und machen eine Erdungsmeditation. Das kann unterstützend sein, ja. Aber wenn dann mein mentaler Zustand nach ich will nicht hier sein schreit, was passiert automatisch? Ich erde mich eben nicht. Das raus, was euch schmeckt und was euch nicht schmeckt, lasst liegen und geht so lange mit mir, wie ihr möchtet. Und wenn ihr nicht mehr möchtet, dann lade ich euch ein, von Herzen weiterzuziehen. Ich weiß, das, was ich teile, ist nicht für jeden und ich bin auch nicht hier, um jedem zu dienen, sondern ich bin hier für die Leute, die bereit sind, den Ruf zu hören und die mich gerufen haben, ihnen zu helfen. Und ihr fühlt diesen Ruf, weil ihr resoniert mit dem, was ich mache, auch mit den LCQs. Und ansonsten, wenn ihr nicht resoniert mit mir oder wenn ihr sagt, ich finde die Lia doof, und dann ist das okay und damit kann ich leben und ich bin nicht da, um euch dazu vom Gegenteil zu überzeugen. Vom Bewusstsein lernen, mehr und mehr in das Herz zu gehen. Das ist der einzige Weg.
Das Herzbewusstsein ist das neue Bewusstsein, was es gilt zu aktivieren. Besser gesagt, das ursprüngliche Bewusstsein. Das Kopfbewusstsein entsteht durch die limitierte Version des Bewusstseins auf der Erde. Ja. Das Herzbewusstsein wieder zu aktivieren. Und nur über das Herzbewusstsein, das der Hauptkern ist von all dem, was ich lehre, muss bekommt und in seiner Kraft ist. Dieser Moment, wenn die Leute erkennen, wer sie noch sind, dass sie der Mensch sind und die Seele. Das ist das, wo mich in der Tiefe sehr, sehr, sehr berührt.